Lager und gleich die Schlüsselübergabe und dann beginnt ein neues Kapitel für uns. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns und gleichzeitig auch zu einem neuen Lebensabschnitt von uns, denn wir werden in wenigen Tagen aus unserer Wohnung ausziehen, um dann Vollzeit zu reisen. Genau. Und jetzt heißt es erstmal für uns ran an die Arbeit. Es müssen einige Kisten gepackt werden und dann werden wir euch auch erklären, was wir uns genau vorgenommen haben. Viel Spaß bei dem Video! Und somit war es schon Mitternacht und wir sind immer noch hier. Ja, und haben immer noch einiges zu tun. Wir haben hier unsere Erinnerungsbox, die haben wir mal gemacht. Hier an der Seite, richtig cool. Hier sind all unsere Erinnerungen, persönlichen Geschenke, die wir irgendwie nicht wegschmeißen wollen drin. Unter anderem zum Beispiel auch Fotoalben von jedem Jahr. Wir machen uns ja mal jedes Jahr ein Fotoalbum. Und ja, die schauen wir uns gerade noch mal kurz an und verstauen die mal hier rein. Genau. Und mal sehen, wie lange wir heute noch brauchen werden. Wie ihr seht, haben wir es gestern geschafft, alles einzuladen. Es war richtig spät. Wir sind erst circa um 3 ins Bett. Haben jetzt circa 3 Stunden Schlaf hinter uns, sind wieder auf den Beinen. Und ja, heute ist der große Umzugstag, sage ich mal. Wir sind jetzt schon im Lager und werden jetzt erstmal ein paar Kartons verräumen. Das ist unser Lager. Ja, die erste Hälfte ist drin. Genau. Doch größer als gedacht. Wir haben jetzt alles im Lager und fahren jetzt weiter, um ein paar Möbel unterzustellen. Wir sitzen jetzt wieder im Sprinter. Wir waren jetzt gerade die ganze Zeit bei meinen Eltern. Da haben wir einige Möbel hingebracht und haben die auch direkt aufgebaut. Die haben sich mega gefreut. Und jetzt fahren wir wieder zurück in die Wohnung, holen schnell ein paar Sachen ab und fahren dann zur Deponie. Die schließt nämlich um 16 Uhr. Und wir haben jetzt 13.45 Uhr. Wir sind um 15 Uhr in Aachen und haben dann eine Stunde Zeit. Hoffentlich schaffen wir das. Drückt uns die Daumen. Letzter Stopp unserer Rundfahrt. Etwas schrottlos werden. Wir haben alles erledigt! Yay! Ein kleiner Einschub jetzt an der Stelle. Erstmal herzlich willkommen hier aus Dubai. Das ist der erste Stopp unserer Weltreise. Es ist mega cool hier. Ihr werdet auf jeden Fall auch in den nächsten Vlogs Sachen aus Dubai sehen. Und bevor wir euch jetzt den weiteren Ablauf unseres Auszuges zeigen, wollen wir euch erst noch ein paar Hintergründe erklären. In den letzten 2 Jahren hat sich ja vieles geändert und es war auch vorher schon von uns immer ein Traum, eine Weltreise zu machen, wie ihr wisst. Und wir haben jetzt bemerkt, dass wir eben von überall aus auch arbeiten können. Und dann waren wir wirklich sehr viel unterwegs in den letzten 2 Jahren, trotz dass es eigentlich nicht so einfach war. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, ja, unsere Wohnung, irgendwie zahlen wir immer doppelt Miete. Und dann haben wir überlegt, die unterzuvermieten als Airbnb oder uns was Kleineres zu suchen, um halt einfach Kosten zu sparen. Als wir auf der Suche nach einer kostengünstigeren Lösung waren, haben wir ganz schnell festgestellt, dass das nichts für uns ist. Also weder irgendwie ein Airbnb aus der Wohnung zu machen, noch irgendwie eine kleinere Wohnung, günstigere Wohnung zu ziehen. Und ja, dann kam auch irgendwann die Idee, dass wir einfach unsere Wohnung komplett auflösen. Ja. Und dann haben wir den Entschluss gefasst, die Wohnung zu kündigen. Genau, das kam uns irgendwie bei unserem Frankreich-Trip in der Normandie, haben wir ja auch ein Video drin, haben wir irgendwie die Entscheidung getroffen und dann ein paar Tage später haben wir es einfach die Kündigung in den Briefkasten eingeworfen. Ja, es war echt ein ganz komisches Gefühl und ich glaube, da haben wir das auch noch gar nicht so richtig realisiert, was jetzt eigentlich passieren wird. Genau, wir haben dann entschieden, dass wir alle Möbel verkaufen oder an Freunde verschenken und auch viele Kleidungsstücke spenden wollen. Genau, und dann haben wir natürlich so ein paar Sachen in der Wohnung, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Fotoalben oder halt auch ein paar größere Sachen, wo wir nicht wussten, ob wir die verkaufen sollen, ob wir die irgendwo einlagern sollen. Wir wollten die jetzt auch nicht
zu unserer Familie stellen. Deswegen haben wir uns dann auch entschlossen, einfach ein kleines Lager zu mieten und unsere Sachen, die wir unbedingt behalten wollen, wo uns auch irgendwie was dran liegt, einfach in ein Lager zu räumen, solange bis wir halt wieder irgendwie uns eine Wohnung suchen oder keine Ahnung, was auch immer. Wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen, dass wir mindestens in jedem Monat in einem anderen Land leben wollen oder das bereisen wollen. Genau, und unsere eigentliche Idee ist eigentlich immer viel zu sehen, aber natürlich auch gleichzeitig Geld zu verdienen. Wir können unsere Arbeit gut von online aus machen, deswegen sollte das auch eigentlich ganz gut passen. Genau, denn so eine unbestimmte Weltreise muss ja auch irgendwie finanziert werden. Und jetzt werden wir euch noch zeigen, wie es uns bei unserer Wohnungsübergabe ergangen ist und wie wir uns gefühlt haben. Und willkommen zu Tag 3 unseres Auszugs. Ich war jetzt eben gerade schon im Baumarkt und habe ein bisschen Farbe gekauft, denn heute steht bei uns das Streichen auf dem Plan. Aber vorher werde ich jetzt kurz noch hier bei den Maltesern ein paar unserer Klamotten spenden, denn wir können einfach nicht alle behalten. Jim wurde deshalb als Transporter missbraucht und jetzt hoffe ich, dass die alle da reinpassen. Und Fehlanzeige. Schaut so aus, als ob einige andere auch die Idee hatten, ein bisschen was zu spenden. Also werde ich mich jetzt auf die Suche nach einem zweiten Container begeben. So, doch erfolgreich gewesen. Wir nutzen ja immer die Container von den Maltesern, denn dort ist man wirklich sicher, dass die Kleidung auch wirklich ankommt und nicht nur zerhäckselt wird und irgendwie industriell verarbeitet wird. Und wer ist da schon fleißig hier? Ja, ich bin schon fleißig am Malen. Ja. Einfach mal drüber streichen. Hat nämlich hier noch ein paar Dübel drin und ein paar Löcher. Ein bisschen was war auch dreckig. Damit der Vermieter sich morgen nicht beschweren kann, streiche ich hier noch schnell durch. Bin gleich, denke ich, auch fertig. Und dann, ja. Wir haben es geschafft. Gleich gibt es lecker zu essen. Genau, hier ist alles jetzt schön gestrichen. Wir sind jetzt wirklich sozusagen so gut wie fertig. Jetzt müssen wir nur noch die Übergabe meistern. Ja, und dann haben wir es geschafft. Dann kann es endlich losgehen. Wir freuen uns schon total, ne? Auf jeden Fall. Kann es immer noch nicht ganz realisieren, dass wir hier wirklich jetzt die Wohnung aufgeben. Gerade waren wir noch mal im Supermarkt und gesagt, das letzte Mal laufen wir hier durch diesen. Ja, es ist schon, also ich realisiere es noch gar nicht. Aber vielleicht kommt es irgendwann noch, vielleicht kommt es auch nicht. Genau. Mal schauen. Wir werden es sehen. Und melden uns dann bei der Übergabe wieder bei euch. Es ist soweit, wir haben alles leer geräumt. Ich stehe gerade in der Wohnung. Es schallt mega. Und gleich die Schlüsselübergabe und dann beginnt ein neues Kapitel für uns. Wir sitzen voll bepackt im Gym. Wir haben so viele Sachen, wir müssen eh noch ins Lager fahren, bisschen was ausladen. Ja, wir haben es getan. Es ist echt ein ganz komisches Gefühl. Wir haben einfach keine Wohnung mehr. Wir haben keine Wohnungsschlüssel. Wir haben keinen Ort, wo man sagen kann, da gehe ich heute Abend hin, ins Genau. Bett oder so. Das haben wir nicht. Ja, Das ist richtig komisch. Ne? genau. Und unsere erste Nacht werden wir hier im Gym verbringen. Wie auch immer, weil der so voll bepackt ist. Ja, aber heute ist ja Silvester. Wir werden nachher noch zu einer Freundin fahren, was Gemütliches machen und dann werden wir die erste Nacht im Gym schlafen. Und nächste Woche geht's für uns dann los nach Dubai. Damit beenden wir dieses Video. Es wird jetzt wieder regelmäßig Videos geben. Wir werden euch natürlich auf unsere Weltreise mitnehmen. Ganz komisch. Die jetzt beginnen wird. Das ist so komisch. Ja. Und wenn euch das interessiert, dann lasst uns auf jeden Fall einen Daumen hoch da und abonniert auch den Kanal, damit ihr kein Video von uns verpasst, wie es uns auf unserer Weltreise ergehen wird. Bis zum nächsten Video. Tschüss.